Ich habe jahrelanges Handel und Erfahrung mit dem RSI in ein Video gepackt und ich werde es jetzt mit Ihnen teilen. Los geht's! Hallo Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit dem RSI-Indikator handelt. Mein heutiges Ziel ist es, mindestens 2.000 – 3.000 Dollar zu verdienen. Es ist ein relativ kleiner Betrag verglichen mit meiner Startanlage, aber das Geld ist immer noch riesig. In diesem Video erkläre ich meinen gesamten Gedankengang, wie man einen Anstiegspunkt findet und wie man seine Finanzen so verteilt, dass man stabile Gewinne macht. Stellen wir den Indikator an. Im Indikatormenü oben links klicken wir auf RSI und bearbeiten ihn ein wenig. Die Periode ist Standard 14. Im Abschnitt Stile ändere ich die Hauptlinie und mache sie etwas dicker. Dasselbe gilt für die Linien 70 und 30. Jetzt ist der Indikator bereit, uns zu helfen heute verdienen. Wenn Sie nicht wissen, wie der RSI funktioniert, erkläre ich es Ihnen jetzt. So, Sie haben gerade das Video über den RSI gesehen. Jetzt geht es an die Praxis. Wir haben bereits das erste Geschäft eröffnet. Lassen Sie uns alles aufklären. Sehen Sie, der Indikator ist ein wenig in die überverkaufte Zone gefallen. Der Markt war bereit für einen Umschwung. Wenn der Indikator unter 30 oder über 70 liegt, müssen wir nach einem Anstiegspunkt für einen Anstieg oder eine Senkung suchen, je nachdem, in welcher Zone sich der RSI befindet. Ich habe festgestellt, dass der RSI aus der überverkauften Zone in den normalen Handelsbereich zurückgekehrt ist. Das ist ein Signal für den Markt, umzukehren und zu steigen, damit der RSI wieder in den Kanal von 30 bis 70 zurückkehren kann. Das erste Geschäft wird übrigens mit Gewinn abgeschlossen. Für mich war das Signal zum Anstieg auch dieses Kerzenmuster. Sehen Sie, es signalisiert uns einen bevorstehenden Anstieg. Es besteht aus 3 Kerzen. Die erste ist in der Regel rot. Dann folgte eine Doji-Kerze, eine winzige Kerze im Vergleich zu den anderen. Und dann diese grüne Kerze, die den gesamten vorherigen Rückgang verschlingt. Dieses Umkehrmuster hat in Verbindung mit dem RSI sehr gut funktioniert. Weiter geht's. Wir eröffnen das zweite Geschäft. Auch hier ist alles ganz einfach. Lassen Sie uns den Markt analysieren. Wie ich bereits sagte, achten wir heute hauptsächlich auf den RSI für den ersten Deal. Wir suchen nur nach Signalen, wenn der Indikator überkauft oder überverkauft ist. Da er in letzter Zeit überverkauft war, suchen wir nach einem zusätzlichen Signal für einen Anstieg und eröffnen ein Geschäft für einen Anstieg. Der Einstieg ist hier einfach. Es gibt ein ähnliches Muster wie beim Verschlingen. Wir haben 2 Kerzen, eine rote und eine grüne Kerze. Sie sind gleich groß. Also sehen wir, dass diese fallende Kerze von dieser steigenden Kerze verschlungen wird. Es bildet sich ein Verschlungenmuster oder Engulfing und der Markt kehrt um. Zusammen mit dem RSI gibt uns das ein gutes Signal. Zurück zu unserem Handel. Eröffnen wir ein weiteres Geschäft für steigende Kurse. Auch diese Situation ist einfach. Zunächst einmal ist der RSI überverkauft bei 30 oder darunter. Dann sehen wir diese Doji-Kerze hier mit einem kleinen Körper und einem langen Schatten. Die Körper und die Schatten. Der Schatten war abwärts gerichtet, was bedeutet, dass die Kerze rot war, dann aber Käufer kamen und kauften, bis die Kerze grün wurde. Daher ist der Schatten abwärts gerichtet. Das ist ein Kaufsignal. Also öffnen wir ein Geschäft für einen Anstieg für 1 Minute und warten auf das Ergebnis.
Das Signal hat sehr gut funktioniert. Die nächste Kerze erscheint grün. So verdienen wir erfolgreich weitere $920. Eröffnen wir ein weiteres Geschäft zum Absenken. Hier ist alles ganz einfach. Wir haben einen überkauften RSI. Also suchen wir einen Moment, um ein Geschäft zur Senkung zu eröffnen. Ich habe es bereits gefunden. Hier ist etwas Ähnliches wie ein Verschlungenmuster. Wir haben uns heute schon damit beschäftigt. So sieht es in dieser Situation aus. Wir haben eine große grüne steigende Kerze und eine rote fallende Kerze von fast derselben Größe. Fast das gesamte vorherige Wachstum ist verschlungen. So öffnen wir ein Geschäft für die Senkung nach diesem Signal als Warten auf das Ergebnis. Also ich denke, es gibt keinen Grund für irgendwelche Kommentare. Das Geschäft wird zu vorsichtig abgeschlossen. Ein sehr beliebtes Kerzenmuster bildet sich geradeaus. Wir warten einen Moment auf einen Deal nach oben. Wir gehen jetzt ein Geschäft gegen den Trend ein. Es ist ziemlich riskant, aber versuchen wir es. Wir hatten den überverkauften RSI, also haben wir nach einem Anstiegspunkt für einen Anstieg gesucht, den wir hier auf diesem Signal gefunden haben. Wir haben eine solche Doji-Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Aufwärtsschatten. Dies ist unser Signal für einen Anstieg. Wie gesagt, der Handel gegen den Trend bringt ein gewisses Risiko, also eröffnen wir 2 Folgegeschäfte für unser erstes verlorenes Geschäft. Man kann dieses Geschäft nicht als zu vorsichtig bezeichnen, aber wir machen trotzdem Gewinn. Unser Kontostand hat sich heute gut entwickelt. Die nächste Kerze nach dem Signal erscheint grün, also machen wir Gewinn. Super. Also Leute, wir haben über $4.000 in einer Handelssitzung mit dem RSI-Indikator verdient. Wir sind fertig mit diesem Video. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Handeln. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.